Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ich nehme euch mal wieder mit auf F24 auf meinen grünen Ork-Krieger. Ja, der jetzt wirklich sehr, sehr grün ist. Nicht nur der Ork an sich, sondern auch die Items habe ich versucht, so gut es geht, farblich wirklich abzustimmen. Und ja, insgesamt ergibt das, finde ich, ein sehr cooles Gesamtbild hier. Ja, wir haben heute vor, ein paar Dungeons zu legen. Nicht in der Schattenwelt, da sieht es momentan wirklich ziemlich schwierig aus, da stehen wir momentan wirklich vor 0,01%igen Chancen hier, habe ich mir sagen lassen von SF Tools. Wir gehen in den Sandsturm rein, denn dort waren wir jetzt schon längere Zeit nicht mehr drin und es wird mal wieder Zeit, denn es lohnt sich tatsächlich noch, wenn man Dungeon pushen sollte, jetzt noch einigermaßen noch die Dungeons zu nehmen, solange wir noch nicht am Level Cap angekommen sind. Danach lohnt es sich halt wirklich fast gar nicht mehr großartig irgendwas zu machen, aber bis dahin hat man ja tatsächlich noch was bis 632, die Stufe so schnell wie möglich zu erreichen, um halt eben an das Level Cap zu kommen. Ansonsten auf dem Server sieht es momentan gerade so aus. Ja, ich bin zufrieden, auf jeden Fall, so wie es läuft bisher, kann ich nicht klagen. Ich mache hier auf jeden Fall stetig und ständig weiter und genau, so auch steigen die Chancen hier im Sandsturm. Ja, wir sind hier momentan bei Gegner 280 und ihr seht, prozentual haben wir wieder ein paar Chancen, hier relativ weit zu kommen. Vielleicht schaffen wir heute die 300, ich denke mal, das sollte drinne sein. Wir schauen mal, bis wohin wir ungefähr kommen, bevor es hier zu schwierig wird. Ja, ich sag mal so, okay, bis 332, hier sind wir dann schon wieder deutlich unter 1%. Da wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger werden, aber bis dahin sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. Ja, und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Wir haben es jetzt am Wochenende, also das kommende Wochenende, haben wir jetzt wieder Hexentanz. Bis dahin, ja, also es wäre natürlich zeitlich besser, wenn man da pushen würde, aber wir haben noch relativ viel Platz im Inventar. Mein alter Ego ist fast ausgefüllt. Ja, und ansonsten habe ich hier notfalls auch noch ein, zwei Items dabei, hier die 2,5 Millionen kosten so, die, ja, da ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn die jetzt verkauft werden sollten, aber ansonsten ist natürlich immer besser, wenn man zu Events pusht, wie zum Beispiel Hexentanz. Aber wir machen es jetzt mal. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir werden ja wahrscheinlich auch nicht für jede Ebene ein Item bekommen, sondern wahrscheinlich eher so, ja, vielleicht, keine Ahnung, jede zweite oder so. Ich weiß es nicht, je nachdem, wie halt wir eben Glück haben. Aber falls wir kein Item bekommen, dann bekommen wir halt eben, ja, Gold schon von Haus aus, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Und ja, gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Wir sind bei 281, der macht hier schon Probleme, oder was? Ich hatte jetzt gedacht, das geht jetzt ein bisschen leichter. 281, 7,7%. Ja, da sollten wir eigentlich relativ zügig auch vorbeikommen hier. Sehr schön. So, der hatte uns zum Beispiel Gold gegeben. Ja, der hat uns ein Item gegeben. Ich würde mich tatsächlich drüber, glaube ich, eher freuen, wenn ich einfach, ja, das Gold gut geschrieben bekomme. Wir machen mal einen langsamer hier irgendwie, damit wir mal sehen, was wir hier auch an Rewards bekommen. Ich skippe die halt immer so schnell hier und deswegen skippe ich leider auch die Kämpfe, wie ihn hier zum Beispiel auch. Ihn machen wir jetzt mal ruhiger hier. Ja, machen wir mal ein bisschen Slow-Pilzing, damit wir, okay, 30 Millionen, gut, jetzt haben wir ein Item bekommen, was 10 Millionen an Wert hat. Mal gucken, was der Magier bringt hier. Aber eigentlich bringen die, glaube ich, alle nachher mehr oder weniger dasselbe. Jo, genau. Und deswegen, ja, schauen wir einfach mal und ja, gucken, dass wir hier noch ein paar Gegner mitnehmen, um noch so schnell wie möglich die Stufe ja, 632 noch zu erreichen. Ich glaube, goldtechnisch, also XP kriegen wir immer 30 Millionen, das ist immer fest. Ich glaube, goldtechnisch war es noch ein bisschen variabel hier, ne, zum Anfang noch. Also wir sind ja noch relativ früh im Sandsturm, sag ich mal. 14 Millionen hat das gegeben. Ja, ein Item, was wir hier kriegen durch den Wirbelwind, bringt halt 10 Mille, zum Hexen-Event 20. Also ich glaube, dann möchte ich doch lieber ja, ein paar Items haben, anstatt hier die
die Items, anstatt hier das Gold mitzunehmen, weil die Items generell dann mehr bringen, wenn wir die dann auch bei der Hexe dementsprechend verkaufen. So, ich weiß gar nicht, was heute dran ist. Waffen, genau. Siehst du? Da, na gut. Das hat jetzt 5 Millionen gebracht. Ne? Also 5 Millionen im Grundwert, 10 Millionen, wenn ich es verkauft habe, also den doppelten Wert. Ja, also da schwanken natürlich auch die Items so ein bisschen. Ne? Manche sind 5 Mille wert, manche 10, bringen dann dementsprechend bei der Hexe 10 oder halt eben 20 Millionen an Gold. Aber ja, gucken wir einfach mal. Also ich glaube mal, dadurch, dass wir jetzt auch nicht so viele Pilze hier auf dem Account haben, ich wollte jetzt auch nicht so extrem rumsauen hier. Ich wollte einfach nur mal wieder so ein bisschen was von meinem Orkkrieger zeigen und vielleicht halt eben ein paar Dungeons pushen. Wenn ich hier Dungeons pushe, dann entweder in einem Video oder im Livestream, aber niemals privat, weil in dem Levelbereich, egal ob das auf meinem Magier ist, auf meinem Battlemage oder auf dem Krieger, da möchte ich euch eigentlich alle Ebenen zeigen hier, wenn ich mal wieder irgendwo was besiegen sollte, weil das ja wirklich nicht mehr die Norm ist, dass wir hier jeden Tag irgendwie ein paar Gegner besiegen. Das ist schon lange nicht mehr so und deswegen ist es immer was Besonderes, wenn hier mal ein Gegner fällt. Und deswegen mache ich aber auch zwischendurch keine Free Tries oder so, sondern heb mir das einfach für die Videos auf und ja, oder für die Streams. Aber genau. So, wir haben 300 erreicht, ja. Das ist nochmal ein kleiner Meilenstein hier für den Krieger-Account hier. 300 im Sandsturm ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben ein paar XP-Punkte gemacht, was natürlich auch nicht verkehrt ist. Mal gucken, wie weit wir jetzt hier noch kommen, ohne hier allzu viel zu investieren. Und ja, das treibt mich halt nur eben noch ein bisschen weiter voran, hier so schnell wie möglich auf Stufe 632 zu kommen, weil ich habe ja hier auf dem Server bewusst keine Dungeon-Pause gespielt und hier sind halt eben schon Leute schon über 632 und questen halt mit maximalen Gold. Da möchte ich natürlich so schnell wie möglich auch hinkommen, damit wir den Leuten dann auch nichts nachstehen. Irgendwie, momentan tun wir das halt eben noch, dadurch, dass wir keine DP gemacht haben, beim Anfang des Serverstarts von W50 damals, ne, bevor der gemerged worden ist hier zu F24. Und ja, deswegen hängen wir ein bisschen hinterher vom Level, aber es geht noch so einigermaßen. Wir halten uns relativ solide eigentlich mit 618, aber man sieht halt hier die Leute 636, hier Jurik zum Beispiel, ne? Aber ich glaube andere Creator, hier Neutral hat zum Beispiel auch keine DP gemacht, der ist auf 612, ja. Dann, wen haben wir noch? Moson hatte, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, glaube ich, so eine halbe gemacht, ich bin mir gar nicht sicher, aber hat jetzt dieselbe Stufe wie wir jetzt, ja. Ich weiß noch, Zombie hatte zum Anfang richtig hart reingecasht hier auch. Der hatte auch richtig schnell hier 613 ist Zombie. Ja, ist richtig schnell Edelsteinmine Stufe 100, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber ist mittlerweile halt eben auch, hat hier sogar einen Pot nicht drin. Ist mittlerweile auch, glaube ich, dem Server, naja, er spielt ihn noch, aber glaube ich nicht mehr so aktiv wie zum Serverstart. Das macht sich halt long-term halt einfach bemerkbar. Das ist halt das, was wir immer sagen, so, ne? Ihr könnt zum Anfang, ich weiß noch ganz genau, ich glaube Zombie und Pikachu waren das gewesen, W50, Serverstart. Die haben hier so krank reingepilzt, die waren auch Festungspartner und waren halt wirklich richtig, richtig schnell mit Edelstein, Minusstufe 100. Und dann hatte ich damals noch ein Video gemacht hier auf YouTube, wo ich so gesagt hatte, da kannte ich Zombie noch nicht, dieser Spieler ist uns 3 Jahre voraus, weil er von den Skips her der Mine eine Zeitersparnis zu einem normalen Spieler, der halt eben nicht die Mine skippt, 3 Jahre Zeit gespart hat. Ja? Und klar hat man dann erstmal temporär einen kleinen Vorteil, aber man sieht ja, was es einen bringt, wenn man halt eben nicht aktiv durchzieht. Also klar, er spielt den Server noch wahrscheinlich aktiv, aber halt eben nicht mehr mit diesen 100%, also die 100%, die man geben kann und die ich halt immer geben möchte, wenn ich einen neuen Server anfange und ich will da langfristig wirklich drauf spielen, dann will ich den zu 100% auch wirklich dann tryharden so und ja, genau, deswegen tue ich mich da auch immer so schwer mit den Serverstarts, weil ich dann halt immer 100% geben möchte und wenn ich das nicht kann, dann starte ich auch keinen neuen Server. Deswegen ist das bei mir halt auch wirklich diese Seltenheit, ne?
Deswegen habe ich auch nur 3 Accounts und deswegen, ja, aber die werden halt eben so gut es geht behandelt, ohne halt eben, ja, ja, Masse statt Klasse sozusagen zu nehmen. So, ne? Ja, genau. Und das ist es eigentlich so. Wir sind auf Stufe 308 jetzt hier mittlerweile im Sandsturm. Ist jetzt erstmal so unser Zwischenergebnis. Viel mehr Pilze möchte ich jetzt eigentlich nicht ausgeben, weil ja, jetzt steht auch nächsten Monat ja auch wieder der Elevator an und so weiter und so fort. Da brauchen wir auch wieder ein paar Pilze. Ne? Deswegen bis dahin ist es das erstmal soweit gewesen, glaube ich. Ich weiß nicht, wo jetzt wir prozentual stehen bei 308. Mal gucken, was SF-Tools sagt. Hier haben wir uns überall durchgepilzt. 308 hat 2%. Also hier ist noch easy was machbar. Ne? Also locker, locker auf jeden Fall noch ein paar Etagen so. Aber man muss es halt eben auch nicht übertreiben. Wir gehen mal noch auf 150 Pilze runter, okay? Danach ist dann aber Feierabend. Dann schauen wir, ob er bis dahin liegt oder nicht. Das sieht jetzt nicht so aus. Ja, und so schnell sind wir auf 150 Pilze. Ne? Eben gesagt, schon passiert. Ja, wir haben auch noch ein bisschen Platz im Inventar. Das ist auch nicht verkehrt. Heißt, wir können auch noch ein bisschen bis zum Ende der Woche hier das Inventar füllen und dann eben die Items verkaufen. Zum Hexen-Event. Ne, da sind viele Items dabei, die 10 Millionen an Wert haben, deswegen das lohnt sich auf jeden Fall diesbezüglich auch nochmal. Und genau, so sieht das Ganze aus. Zwischenstand hier auf F24 momentan. Das soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.